Hi und herzlich willkommen hier zu unserer zweiten Tour in Schweden. Hi! Wir sind hier in der Nähe eines kleineren Flusses, den Fluss, den ihr eben auf der Drohnenaufnahme gesehen habt. Das ist noch ein etwas größerer, der zu dem wir wollen. Das ist eine Abzweigung von dem Fluss. Wir sind erstmal eine Weile mit dem Auto einen schon sehr abgelegenen Schotterweg gefahren, haben dort unser Auto abgestellt, haben auch noch eine Nacht im Dachzelt verbracht und sind jetzt schon ein paar Kilometer hierher gewandert und ja, wollen jetzt weiter zu diesem Fluss. Ich versuche es möglichst kurz zu machen, weil es fängt gerade schon an zu regnen. Der Fluss selbst ist wirklich sehr abgelegen, absolut in der Wildnis. Der Hauptfluss, von dem er abzweigt, der soll sehr gut zum Angeln sein, unter anderem Forelle und Äsche. Deswegen gehen wir davon aus, dass auch dieser Nebenfluss sich dafür sehr gut eignet. Wir wollen dort selbstverständlich dann angeln, an dem Fluss entlang wandern, die Wildnis erkunden und, wie ihr es von uns gewohnt seid, in der Wildnis leben. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. So, erstes Hindernis schon hier. Eieiei. Ja, hier geht, oder? Ich probiere es mal, ja? Okay. Ich kann dich entgegennehmen, wenn du willst. Spring auf jeden Fall irgendwo hier hin, nur aufpassen, das ist alles nicht sehr fest, ne? Boah, ist das staubig. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Das ist hier der große Fluss und dem müssen wir jetzt ein gutes Stück noch in die Richtung folgen und dann irgendwo so links weg müsste dieser Arm kommen, wo wir hin wollen. Bin mal gespannt. Das ist jetzt schon nicht mehr wirklich Weg, den wir hier gehen und da hinten soll gar nichts mehr sein. Ja, aber das lässt doch vermuten, dass wir dann da die Wildnis finden, nach der wir suchen und hoffentlich dann auch Fisch fangen. Einige umgestürzte Bäume, die hier offensichtlich von Bibern angeknabbert wurden. Die gibt es hier auch in Massen. Aber immerhin sorgt es dafür, dass man dem Fluss einigermaßen folgen kann bis hierhin. Perfekt für später. Das muss so sein, unsere Abzweigung hier. Ja. Und ich muss übrigens schon mal die erste Korrektur aussprechen. Eben an der Fließrichtung haben wir gesehen, das ist keine Abzweigung, sondern ein Zulauf. Das sah auf der Karte anders aus. Kann man das so nicht erkennen, aber dürfte ja eigentlich keinen Unterschied machen. Das sieht schon unglaublich idyllisch aus hier. Ja, vor allem, wenn du dir die ganzen Ufer anguckst. Das ist wilder Fluss, naturbelassen. So was gibt es ja bei uns gar nicht mehr. Nee. Das ist immer alles begradigt und so. Auch wenn man sich den auf der Karte anguckt, der macht wirklich solche Schlangenlinien. Immer wieder so kleine Nebenbecken und sowas, die offensichtlich übrig geblieben sind. Ein Richtiger, Paradies. wilder Fluss. Sumpf. Gehen wir hier durchwandern. Zwischen zwei von diesen Vorbecken durch. Dass wir mal endlich irgendwie an den Fluss kommen. Oh. Ja, meine Füße sind eh schon nass. Christine hat noch trockene Füße. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Das ist ja der Fluss. Das ist den Rest durchs Dickicht, durch den Sumpf. Aber, wenn ich das hier angucke, das ist zwar auch ein bisschen matschig. Ich hoffe, das geht jetzt hier aber so weiter, weil dann können wir nämlich am Fluss bleiben.
Bauen wir gleich unsere Routen auf. Würde ich auch sagen, ja. Wir bauen mal hier die Routen auf. Kann man sich wenigstens ein bisschen hinsetzen. Eine Köderauswahl. Du auf der Seite mal werfen, ich werfe auf der. Ja, pass nur auf, dass du nicht am Baum hängen bleibst, ne? Snack gefällig? Gerne. Selbstgemachtes Beef Jerky. Oh. Baumfriedhof von Bibern verursacht. Nur so ein kleines Nebenbecken von dem Fluss, sehr weitläufig im Laufen, aber hier ist alles Sumpf. Meine Schuhe sind auf jeden Fall schon klitschnass. Hier richtig ein. Ah, komm noch raus. Oh. Christine hat etwas kürzere Beine, die kommt natürlich jetzt auch nicht so leichter über das Bächlein rüber. Viel Strecke haben wir hier noch nicht gemacht. Kämpfen uns jetzt schon wieder seit einer Weile abseits des Flusses durch den Wald, der hauptsächlich irgendwie aus Sumpf besteht. Wir müssen da geradeaus oder kommt schon wieder Wasserschatz? Wasser. Wieder am Fluss. Oh. Guck mal, wie wir hinter dem Baum gleich weiterkommen. Wir schlagen uns die ganze Zeit hier durchs Dickicht. Bester Wanderweg. Sehr geiler Spot hier mit der Sandbank da. Hier ist auch mal ein bisschen mehr Strömung. Mal gucken. Da vorne sind Spuren von irgendeinem Tier. Das ist aber ein Vogel. Hm? Ja. Aber das da. Oh ja, hier vorne, guck mal. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob man es sehen kann auf der Kamera. Aber es sieht eindeutig nach Tatzen aus. Sonst sehe ich auch keine weiteren Spuren. Da sieht man ganz gut, dass die Biber anscheinend auch überall hinkommen und Holz sich holen. Und so eine Sandbank wie die da drüben, die hätten wir eigentlich gerne als Lagerplatz. Ist nur leider auf der falschen Seite. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Das mit dem Dickicht hier nimmt auch kein Ende. Da dran sieht man, dass der Winter hier noch nicht ganz so lange vorbei ist. Überall noch ein bisschen Schneereste. Da muss man echt aufpassen, wo man tritt. Es
sind jetzt knapp 6 Stunden unterwegs. Die Rucksäcke sind nicht leicht. Meine hatte 21 Kilo, Christine 18 Kilo. Und das sich hier durch dieses Dickicht kämpfen ist echt anstrengend. Bisher haben wir wenig geangelt. Wir haben aber auch noch nichts gesehen, was auch nur so tut, als wäre es ein Fisch. Hoffentlich haben wir uns nicht das falsche Gewässer ausgesucht. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. Wir hören schon seit einer Weile von da hinten so ein Rauschen und das ist lauter, wenn der Wind weg ist. Also ist es wahrscheinlich nicht der Wind. Und auf der Karte sieht es auch so aus, als könnten da hinten richtige Stromschnellen sein. Das wäre natürlich der ideale Spot für Forellen. Deswegen möchten wir da auf jeden Fall noch irgendwie hinkommen. Wir werden aber auf dem Weg dahin schon mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie was zum Lagern finden. Dann könnten wir die Rucksäcke da lassen und dann nur noch zum Angeln dahin gehen. Gucken wir mal, wie wir es machen. Wir kämpfen uns auf jeden Fall weiter durchs Dickicht. Bleibt uns ja nichts. Bleibt uns nichts anderes übrig. So ist es. Das Rauschen wird schon immer lauter. Müsste doch irgendwann mal kommen. Oh ja, da ist er. Okay. Bisher noch kein Rastplatz, aber immerhin sind wir jetzt hier. Hier kann man es doch gleich nochmal versuchen mit dem Angeln. Ja, mega. Da hinten geht's richtig ab. Das müssen wir uns mal anschauen. Ui. Mega. Das ist so scheiße. Guck mal her, die Kamera. Mega. Leute, ich sag's euch, wir sind ganz schön fertig. Sind viel weiter gelaufen, als wir es vorhatten, weil einfach nichts mehr kam, wo wir hätten unser Lager aufbauen können. Wir sind jetzt schon fast da, wo wir den Fluss eigentlich am Ende wieder verlassen wollten. Müssen wir dann noch mal gucken, wie wir weitermachen. Aber jetzt haben wir hier einen Platz gefunden, der einigermaßen eben ist. Auch nach oben hin ein bisschen frei, dass Sonne hinkommt. Und hier werden wir jetzt mal unser Lager errichten. Da vorne ist der Fluss, man sieht ihn noch ganz hinten. Auch noch mal eine kleine Stromschnelle. Mal gucken, ob wir nachher noch ein paar Würfe machen können. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal das Lager aufbauen. Und dann gucken wir mal, Und noch die Power haben zum Angeln, ne? ob wir dann noch die Power haben. Es war echt anstrengend. Sind wir jetzt, glaube ich, fast 9 Stunden tatsächlich heute schon unterwegs und davon den Großteil Kampf durch das Gestrüpp mit den schweren Rucksäcken. War schon echt anstrengend. Na gut, wir bauen mal auf.
Probe liegen. Ich befürchte, wir werden ein bisschen zusammenrutschen. Aber naja. Das machen wir ja gerne. Ja. Steht nicht so viel totes Holz. Der Kleine hier, der ist schon umgefallen. Unten schon ein bisschen vermodert, aber vielleicht hier noch zu gebrauchen. Ich säge ihn mal an. Der sollte passen. Den säge ich mir jetzt in Stücke. Großer toter Baum. Hier die Äste sind Gold wert. Das sind hier so kleines Geäst. Gekocht wird woanders. Wieder so ein paar Meter runter zurück zum Wasser. Hier ist ein bisschen Sand, kann man perfekt eine Feuerstelle drauf machen. Und wir sitzen auch noch hier am Wasser. Ja, mit dem Fisch ist es irgendwie nichts geworden. Haben auch nur so mittelfiel geangelt. Wissen nicht, ob es an uns liegt, am Gewässer. Einfach nur Pech, keine Ahnung. Es soll heute Wraps geben. Gott sei Dank haben wir vorsorglich noch ein bisschen veganes Hack mitgenommen. Also verhungern müssen wir nicht. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt mit dem Feuer. Oh ja. Mir ist nämlich ziemlich kalt. Ja, du durfst schon fast komplett baden gehen, ne? Ja. Bis fast zur Unterhose stand ich gerade da im Wasser. Ich hatte genau da in der Mitte einen Hänger an diesem Ast, der da liegt. Den nicht losbekommen. Bin ich gerade ins Wasser gestiegen. Dann von da aus auch noch ein paar Würfe gemacht. Das Wasser ist aber arschkalt. Das hat richtig gestochen wie Nadeln. Und an manchen Stellen auch deutlich tiefer, als es aussieht. Bis da vorne bin ich gelaufen und dann hier vorne wieder raus. Ich habe mich gerade noch mal umgezogen und meine Schuhe sind auch nass. Deswegen fröstelt es mich jetzt schon ein bisschen. Das Feuer wird es richten. Legen wir los. Schon mal ein bisschen vorbereitet, aufgeschichtet. Hier unten eine kleine Höhle, da kann dann gleich das brennende Material rein. Und dann das mal an. Ganz frischer Knoblauch. Frischer Knoblauch, genau. Falls in der Knoblauchsoße, die gleich noch dazu kommt, nicht genug drin ist. Wasser fürs Hackfleisch. Veggie-Hack braucht heißes Wasser.
Die Wraps werden jetzt ein bisschen gegrillt mit Käse, Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. So, Käse ist geschmolzen. Veggie-Hack. Knoblauchsoße. Kichererbsen. Salz. Pfeffer. Lecker. Ist echt lecker, ne? Mhm. Bisschen schwierig zu essen. Und vor allen Dingen hier draußen schwierig zuzubereiten, aber sehr lecker. Vor allem nach so einem Tag tut das echt gut. Ja. Durch die rohen Zwiebeln auch scharf. Sehr knoblauchhaltig. Ja. Und dann halt mit der Aussicht, ne? Schön auf den Fluss. Ist schon nice. Das ist auch okay für uns, dass wir keinen Fisch gefangen haben. Ich wollte gerade sagen, das entschädigt auch, dass wir nichts gefangen haben. Ja. Lecker. Na, öfter machen. Echt lecker. Ja, geil. Ja, Leute, Christine isst gerade noch die letzte Portion auf. Es war ein schöner Tag hier an dem Fluss, ist es wirklich sehr, sehr schön. Es war aber auch ein sehr anstrengender Tag. Wir sind wirklich fix und fertig und werden jetzt gleich auch nur noch ins Bett gehen. Euch sagen wir schon mal gute Nacht. Gute Nacht. Morgen. Morgen. Zur Abwechslung mal wieder hier aus unserem Zelt. Es ist immer noch ein bisschen frisch draußen. Laut dem Temperatursensor, den ich mal draußen am Zelt anbringe und der mir dann die Temperatur auf meine Garmin-Uhr schickt, hatten wir heute Nacht 1 Grad nur noch. Und ja, die Schlafsäcke haben zwar eine Limit-Temperatur von -2, aber ich glaube immer, wenn man die koppelt, dann stimmt das nicht mehr so ganz, weil dann kommt hier oben einfach auch noch mal ein bisschen mehr Luft rein. Man hat schon gemerkt, dass es recht frisch gewesen ist. Aber trotzdem muss ich sagen, habe ich sehr gut geschlafen. Ja. Ich würde sogar fast behaupten, für mich war es die beste Nacht, die wir jetzt in letzter Zeit hier hatten. Ich habe sehr, sehr gut gelegen. Okay. Der Schlaf hat sich auch sehr erholsam angefühlt, für dich nicht? Nein. Okay, naja, man kann nicht alles haben. Ja, wir werden gleich noch ein paar Würfe machen unten am Fluss. Vielleicht ist es ja die Uhrzeit, die uns den Erfolg verschafft. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Und ja, dann müssen wir uns auch schon auf den Weg zurück machen. Ja. Erstmal gibt es aber Kaffee. Oh ja. Kaffee, 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 Kaffee. Zurück am Fluss, während Christine den Kaffee macht, schon mal die ersten Würfe machen. Bin gespannt, wie es heute läuft.
Marian muss baden gehen. Ja, Christine hat das Kaffeekochen gerade nochmal unterbrochen, um nur zu eurer Unterhaltung mich zu filmen, wie ich jetzt in dieses eiskalte Wasser rein darf. Ich bin schon mal ganz froh, dass wir wieder diese leichten Badeschuhe mit dabei haben. Die sind echt Gold wert. Die sind immer wieder Gold wert, ja. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, wir hatten heute Nacht 1 Grad und das sind hier auch so die durchschnittlichen Nachttemperaturen. Bis vor kurzer Zeit hat es hier sogar noch Frost und das Wasser ist echt arschkalt. Irgendwo da vorne muss ich rein und hier ist es teilweise auch sehr tief. Ich glaube, ich würde es mal von da vorne probieren. In der ersten Nacht hier, die ist jetzt eine Woche her, hatten wir tatsächlich nachts sogar noch richtig Frost. Also es ist wirklich kalt. Scheiße. Dass hier erstmal eine Sandbahn kommt. Oh, das sieht richtig aus. Oh je. Ja, ich komme hier raus. Ich kann meinen Fuß rausziehen und dann ist der Schuh weg. Oh nein. Wahr sein. Ich möchte auch nur meinen Köder. Ja, Leben kann schon schwer sein. Ja. Ast umgewickelt. Ui. Boah. Wenn ich wahrscheinlich alles verscheucht habe, was in dem Fluss drin lebt, aber wenn ich schon mal hier bin. Scheiße. Sandbank. Ja. Die Route ist gerettet. Ja, Lass mich zurück. okay. Hält. Noch ein Mikrofaserhandtuch. Immer dabei haben. Ich sag's euch, das ist echt kaltes Wasser. Das sticht wie 1000 kleine Nadeln an der Haut. Belebt Körper und Geist. Ja, dann mache ich mich mal wieder an den Kaffee, ne? Ja, mach du dich mal Alles mit an klar. den Kaffee oder willst gerade auch noch ein paar Würfe machen? Wenn wir schon hier Ja, stehen. wenn wir schon hier sind, hast eigentlich recht. Schön. Mhm. Auch wenn sie diesmal nicht zum Erfolg geführt haben. Trotzdem sind wir mit unseren beiden Reiserouten sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch schon oft Fisch damit gefangen tatsächlich. Und gerade für solche Abenteuer oder generell, wenn man mit dem Rucksack mit leichtem Gepäck unterwegs ist, sind die wirklich praktisch, weil die in so eine kleine Tasche hier reinkommen. Die passt sogar ins Handgepäck. Die, sowie auch alles andere Equipment, was wir benutzen, packen wir euch wie gewohnt unten in die Videobeschreibung. Bei den Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr etwas darüber kauft, kriegen wir eine kleine Provision. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen, zahlt selbst aber keinen Cent mehr.
Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für den Support. Tja Leute, die paar Würfe eben am Wasser unten haben leider auch nichts mehr gebracht und wir müssen langsam weiter zurück zum Auto und dann mit dem Auto auf zur nächsten Tour hier in Schweden. Trotzdem genießen wir hier noch mal kurz die Ruhe an unserem Lagerplatz. Das Vogelgezwitscher, ich hoffe man hört es auf der Aufnahme auch. Da kommt man wirklich noch mal richtig zur Ruhe, das tut gut. Kann noch mal ein bisschen Energie tanken. Auch der Kaffee tut natürlich seinen Teil. Oh ja. Und ja, dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit, uns schon mal von euch zu verabschieden. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart und freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut, Leute. Bis dann. Unser Lager verlassen wir natürlich genauso, wie wir es vorgefunden haben. Und für uns geht es jetzt noch ein ganz schönes Stück hier hinten durch die Einöde, die hinter dem Wald hier folgt, weil irgendwo in diese Richtung müsste unser Auto stehen. Und von da aus fahren wir dann auch direkt weiter. Also,